Mit 3 neuen Armbanduhren namens Sportivo, die mit verschiedenen Funktionen als 3-Zeiger-Uhr, GMT-Uhr oder als Chronograph erhältlich sind und auffällige Farbakzente setzen, bringt Mühle Glashütte frischen Wind in die Kollektion. Wir haben uns die robusten Sportuhren genauer angeschaut. Zum 30. Jubiläum der Neugründung von Mühle Glashütte nach der Wiedervereinigung hält mit der Sportivo tatsächlich eine ganz neue Uhrenfamilie Einzug in die Kollektion des Glashütter Familienbetriebs, in dem seit der erstmaligen Gründung 1869 bereits 6 Generationen der Familie Mühle mitgearbeitet haben. Die Neuheiten der Sportivo wurden schon vor einiger Zeit angekündigt, sind aber erst seit kurzer Zeit bestellbar und wir zeigen sie euch in diesem Beitrag in Kooperation mit der Marke selbst. Zuallererst ist die neue Kollektion Sportivo vornehmlich mit der Einführung eines neuen Gehäuses verbunden, welches bei allen 3 Modellen relativ gleich ist. Es misst bei 3-Zeiger GMT und Chronographenvariante jeweils 42,5 mm im Durchmesser. Da das Chronographenkaliber allerdings etwas höher baut, ist der Sportivo Active Chronograph mit 15,5 mm wie zu erwarten etwas höher als die Sportivo Travel GMT und Sportivo Compass Datum, die je nur 11,4 mm in der Höhe messen. Neben dem Gehäusemittelteil ist beim Chronographen auch die Lünette bzw. das Rehot etwas höher, um den 4-Zeigerebenen genug Platz zu verschaffen. Auch der aufgeschraubte Boden ist etwas höher. Außerdem lässt sich noch festhalten, dass alle Uhren bis zu einem Druck von 30 bar wasserdicht sind. Auch der Lack-to-Lack-Abstand ist bei allen 3 Varianten gleich, er beträgt moderate 50,2 mm. Aber schauen wir uns die 3 Modelle doch im Detail an. Anfangen wollen wir mit der Sportivo Compass Datum, einer 3-Zeiger-Uhr mit zusätzlicher Datumsanzeige neben der 3-Uhr-Position und einer beidseitig drehbaren Keramiklünette mit Kompass-Skalierung. Das dunkelblaue Zifferblatt mit Farbverlauf ist mit einer Struktur verziert, die ans Meer erinnern soll und damit dem Namenszusatz nautische Instrumente der Uhrenmarke gerecht wird. Neben den klassischen Stundenmarkern und der Ziffern 12 und 6, die in kontrastreichem Weiß gehalten sind und wie die breiten Zeiger großzügig mit Nachleuchtmasse ausgelegt sind, sorgen neongrüne Details wie beim Sekundenzeiger, der umlaufenden Minuterie und auf der Lünette sowie auf der Rückseite des Armbands für farbliche Akzente. Die verbaute Kompasslünette ist beidseitig drehbar und bietet insgesamt 120 Rastpunkte. Um sie zu verwenden, wird die Uhr so ausgerichtet, dass der Stundenzeiger in Richtung der Sonne zeigt. Die winkelhalbierende, also die Mitte zwischen diesem Zeiger und der 12, zeigt dann nach Süden, was man durch die Lünette dann auch entsprechend feststellen kann. Das gilt allerdings nur bei Winterzeit, bei der Sommerzeit ist es wegen der Zeitumstellung etwas anders, da geht es um die winkelhalbierende zwischen Stundenzeiger und der 1. Außerdem muss man im Laufe des Tages natürlich immer wieder nachstellen, da sich der Stand des Stundenzeigers und jener der Sonne natürlich mit der Zeit verschiebt. Die Variante mit Zeit und Datum arbeitet mit dem Kaliber SW 201, welches allerdings bei Mühle in Glashütte modifiziert wird, indem neben einem eigenen Rotor auch die hauseigene Spechthalsregulierung hinzugefügt wird, durch die neben einer höheren Präzision auch eine verbesserte Resistenz gegenüber Stößen erreicht wird, was gerade bei Outdoor- bzw. Sportuhren natürlich sinnvoll ist. Passenderweise ist in der gezeigten Ausführung ein Kautschukband mit Textilauflage aus recycelten PET-Flaschen angebracht, das mit einer Dornschließe befestigt wird und wie gesagt die hellgrünen Details vom Zifferblatt aufgreift. Kommen wir nun zur Sportivo Travel GMT. Dabei handelt es sich um eine klassische GMT-Uhr, die per zusätzlichem Zeiger das Verfolgen einer zweiten Zeitzone ermöglicht. Im Vergleich mit den beiden anderen Modellen ist die GMT-Variante farblich das zurückhaltendste Modell und verzichtet auch beim schwarz-grauen Zifferblatt auf eine eingeprägte Struktur. Die blauen Akzente auf Sekundenzeiger, Minuterie und Lünette wirken zudem deutlich subtiler als die knalligen Farbtupfer in Grün und Orange auf 3-Zeiger-Variante und Chronograph. Auf dem Zifferblatt sorgen aber auch hier aufgesetzte Stundenmarker und Leuchtzeiger für eine verbesserte Ablesbarkeit. Als Besonderheit wurde bei der Zeitzonenvariante noch eine umlaufende 24er Skalierung hinzugefügt, auf die sich der schrittweise verstellbare GMT-Zeiger bezieht. Auch das Uhrwerk der Sportivo Travel GMT basiert auf Uhrwerkstechnik von Sellita. In diesem Fall handelt es sich um das Kaliber SW 330-2 und auch hier wird durch einen skelettierten Rotor und die Spechthalsregulierung von Mühle noch Hand in Glashütte angelegt.
Wie auch schon bei der Sportivo Compass Datum können diese Eigenheiten durch einen Sichtboden auf der Rückseite eingesehen werden. Die Lünette ist zwar wie eine Taucheruhr mit 60er Skalierung versehen, ist aber genau wie bei der Kompass-Version beidseitig drehbar. In unserem Fall ist die GMT-Variante mit einem für alle Varianten erhältlichen Gliederband ausgestattet und dieses wird wie das Kautschukband über Schrauben am Bandanstoß befestigt und auch die einzelnen Glieder sind ineinander verschraubt. Als nettes Extra, gerade im Sportuhrenbereich, bietet die Schließe zudem eine rastende Feinverstellung, mit der das Band ganz einfach um ca. 8 mm verstellt werden kann. Dafür einfach den Knopf auf der Innenseite betätigen und ziehen bzw. das Band zusammenschieben. Alternativ gäbe es auch hier ein passendes Kautschukband mit Textilauflage, dann eben mit blauer Rückseite. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Favoriten der neuen Kollektion. Der Sportivo Active Chronograph ist nämlich wie die Dreizeiger-Variante mit dem strukturierten Zifferblatt im Stil der Meeresoberfläche verziert, bietet aber natürlich zusätzlich noch Hilfszifferblätter für die kleine Sekunde auf der linken Seite und einen 30-Minuten-Zähler rechts. Diese sind wirklich groß ausgeführt und damit nach meiner Einschätzung perfekt proportioniert. Um mehr Platz für die Zeiger zu gewinnen, sind sie leicht ins Zifferblatt zurückgesetzt, dabei jedoch zusätzlich mit einer Riffelstruktur und einer umlaufenden Minuterie bzw. Sekundenskala versehen. Auch die Farbgebung mit dunkelblau und knallorangenen Akzenten für Sekundenzeiger, Stoppminute und Minuterie scheint mir beim Sportivo Active Chronographen besonders gelungen zu sein. Im Gegensatz zu den anderen beiden Modellen ist das Datum nicht neben der 3 platziert, sondern mittig bei der 6. Auch beim Chrono setzt Müneglas Hütte zudem auf eine beidseitig drehbare Lünette mit 60er Skalierung, jedoch sind die Markierungen auf dem Keramik-Inlay neben weißen Ziffern nicht in der Akzentfarbe Orange ausgeführt, sondern wie bei der GMT-Uhr in einem helleren Blauton. Wer weiß, vielleicht wäre es sonst auch etwas zu viel geworden. Wie schon angesprochen, baut der Chronograph erwartungsgemäß etwas höher als die beiden anderen Uhren, da das verbaute Kaliber MU 9419 natürlich mehr Platz benötigt. In seinen Grundzügen basiert es auf dem Sellita SW 510, wird bei Mühle Glashütte allerdings besonders umfassend modifiziert und trägt dementsprechend eine eigene Kaliberbezeichnung. Neben der Speckteilsregulierung und dem Mühle-Rotor, die ja auch bei den anderen Modellen verbaut werden, stattet die Marke das Kaliber mit einer eigenen Automatikbrücke in Anlehnung an die Glashütter Tradition der Dreiviertelplatine aus und verziert diese auch entsprechend mit einem Glashütter Sonnenschliff. Bei Durchmesser und Abstand der Bandhörner des Gehäuses ändert sich trotz dem höheren Werk allerdings nichts, weshalb auch hier natürlich das Edelstahlband passt. Dieses ist bei allen 3 Varianten völlig identisch. In unserem Fall ist der Chronograph jedoch wie die Dreizeiger-Variante mit Kautschukband mit Textilauflage ausgestattet, das auf der Rückseite in diesem Fall den knalligen Orangeton vom Zifferblatt aufgreift. Eine weitere Änderung betrifft den Kronenschutz, der im Vergleich mit den anderen Modellen deutlich schmaler ausfällt, in seiner Form jedoch von den beiden Drückern für den Chronographen fortgeführt wird. Entsprechend der Funktionalität ist die Dreizeiger-Variante mit 2.300 € am günstigsten, die GMT Sportivo kostet 2.700 € und für den Chronographen werden 3.800 € fällig. Sollte statt dem Kautschukband jedoch das Gliederband gewünscht sein, kommen auf die genannten Preise noch jeweils 250 € drauf. Was meint ihr zu den Sportivo-Uhren aus Glashütte? Schreibt uns das gern in die Kommentare. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.